Willkommen. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Du schaust in die Welt, Nachrichten, Gespräche, Entwicklungen und irgendwas fühlt sich anders an. Nicht unbedingt schlechter, aber dichter, schneller und unübersichtlicher. Viele Menschen beschreiben es so: Ich komme innerlich nicht mehr hinterher oder früher konnte ich das alles viel besser einordnen. Wichtig ist mir, das gleich am Anfang ganz klar zu sagen. Dieses Empfinden ist kein persönliches Versagen und es ist auch kein Zeichen von Schwäche. Es weist einfach auf eine veränderte Wahrnehmungslage hin. Seit einigen Jahren hat sich vieles beschleunigt. Technologisch, gesellschaftlich, politisch, aber auch emotional. Also nicht nur im Außen, sondern im Inneren. Unser Nervensystem ist auf eine Welt vorbereitet, in der Veränderungen langsam geschehen und Bedrohungen überschaubar bleiben. Und so hat sich das menschliche Erleben über lange Zeit organisiert. Doch heute ist das anders. Globale Ereignisse erreichen uns permanent. Konflikte, Krisen, Warnungen, Prognosen. Alles trifft direkt auf das innere Erleben. Und das Gehirn unterscheidet dabei nicht, ob etwas unmittelbar vor dir geschieht oder weit davon entfernt ist. Für unser System zählt nur eines: Es könnte relevant sein. Und so entsteht das Gefühl, dass alles gleichzeitig passiert und innerlich kaum noch verarbeitet werden kann. Das bedeutet nicht, dass die Welt objektiv unkontrollierbar geworden ist, aber sie wird als unübersichtlich erlebt. Hinzu kommt etwas, das oft übersehen wird. Viele Menschen nehmen heute feiner wahr als früher. Nicht, weil sie empfindlicher geworden sind, sondern weil Bewusstsein differenzierter arbeitet. Was früher ausgeblendet wurde, wird heute gespürt. So gesehen hat sich die Menschheit weiterentwickelt. Das ist also kein Rückschritt, ist ein Zeichen von Reifung. Nur fühlt sich diese Reifung, wenn innere Ordnung fehlt und Orientierung, zunächst wie eine Überforderung an. Und deshalb taucht dann diese Frage auf: Ist die Welt instabil oder nehme ich sie einfach genauer wahr? Die nüchterne Antwort darauf lautet: beides. Und genau diese Gleichzeitigkeit verunsichert. Und an dieser Stelle ist mir etwas sehr wichtig: Du musst dich nicht dagegen abhärten und du musst natürlich auch nichts wegdrücken. Was fehlt, ist nicht Stärke, was hier fehlt, ist die richtige Einordnung. Wenn sich alles fremd anfühlt, ist das kein Zeichen dafür, dass du den Halt verlierst. Es kann ein Hinweis darauf sein, dass Orientierung im Außen nicht mehr ausreicht. Das hat's eigentlich noch nie. Und genau liegt hier etwas ganz Entscheidendes. Du musst im Moment nichts lösen. Du musst nichts verändern und du musst auch nichts verstehen. Was jetzt hilft, ist etwas sehr Einfaches. Für einen kurzen Moment wahrzunehmen, dass du hier bist, dass es dich gibt, bevor du einordnest, bewertest oder reagierst. Nicht als Übung oder als Methode, sondern als ganz nüchterne Feststellung. Hier ist Wahrnehmung, hier ist Präsenz. Und darin geschieht alles, was sich gerade so dicht und so fremd anfühlt. Wenn dir diese Wahrheit klar wird, wenn auch nur für ein paar Sekunden, ordnet sich nicht sofort die Welt, aber du bist nicht mehr ausschließlich von dem Weltengeschehen bestimmt. Und das ist bereits die Orientierung, die uns so oft fehlt. Danke fürs Hinhören.